Hallo und herzlich willkommen bei Tinker. Da es in letzter Zeit ein paar Fragen gab bezüglich meinem Joystick-Umbau an der Samwa MT4, mit der ich den originalen Lever ersetze, möchte ich das mal kurz im Video vorstellen, was ich da getrieben habe. Erst einmal, wer noch nie so eine Samwa MT4 auseinandergenommen hat, sollte wissen, man nimmt die Griffschale ab, hat dann die Schrauben hier, die man komplett lösen muss. Hier in dem Loch steckt dann die Antenne drin. Da muss man vorsichtig beim Zerlegen das Ganze rausnehmen. Dabei beachten, die Schutzfolie vom Display verbleibt an der Seite von dem Lenkrad und ist auf der Unterseite mit Kleber an der Hälfte hier befestigt. Die muss man also vorsichtig runterhebeln. Den Hebel des Levers selbst kann man einfach nach oben abziehen, dann hat man das frei in der Hand. Den Joystick selbst habe ich hier so eingebaut, dass ich habe hier für meinen Fall die Hoch- und Runterbewegung angeschlossen gehabt und das dementsprechend so ausgespart. Wenn ich diesen Soft-Knopf da entferne, sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Das ist dann eigentlich nur der kleine Metallpin, den ich auf Hoch und Runter hier nutze. Wer das Ganze lieber auf rechts und links belegen möchte, kann das natürlich auch machen. Der muss dann halt nach rechts und links ein bisschen mehr ausfräsen von dem Ganzen. Der Joystick, der hier verbaut ist selber, ist letztlich lang gesucht im Internet, sonst wo bestellt und dann eine Lieferung vom Konrad bekommen. Mit dieser Artikelnummer dort. Nennt sich 3D-Joystick für Potentiometer. Sieht so aus. Mal gucken, dass es richtig fokussiert. Das ist im Endeffekt für das rechts und links. Ist dann das Poti hier oben zuständig. Und für das Hoch und Runter in meinem Fall jetzt ist das Poti an der Seite zuständig. Ihr seht das auch schön. Es bewegt sich just in dem Moment dann das zugehörige Potentiometer. Das hier an der Seite, hier unten, das ist ein Druckknopf. Wenn ihr hier oben drauf drückt, könnte man da auch noch eine Funktion theoretisch drauflegen auf den Schalter, aber das habe ich jetzt gelassen. Passend gibt es für diesen Poti auch noch diesen formschönen, sanften Bedienknopf, der von der Haptik her relativ gut ist. Mit ein bisschen Anpassung und Dremelei passt der hier auch dann perfekt drauf. Und ich kann das Ganze dann ordentlich bedienen. Ich lasse es jetzt mal mit einer Hand, geht das schlecht. Zum Anschließen, im Endeffekt wird der originale Lever, das hier ist die Bedienachse von dem Lever, der ist original an dem Poti, was mit diesen 3 Beinchen da oben, wo jetzt die Kabel schon angelötet sind, auf die Platine geht. Da benötigen wir nur die beiden äußeren. Das mittlere Bein brauchen wir nicht mehr oder dürfen wir gar nicht mehr kontaktiert lassen. Von daher habe ich das einfach von außen, ohne das Poti auszubauen, mit dem Seitenschneider durchgezwickt und dann nach vorne weggebogen. Da sieht man es ganz gut, dass das keine Funktion mehr hat. Habe mir dann in die Aussparung hier den Joystick eingebaut, so dass das Ganze passig ist und möglichst weit hier vorne nach vorne kommt. Also da habe ich ein paar Ecken ausfräsen und dremmeln müssen ein bisschen, aber das kann jeder, denke ich mal, mit ein bisschen handwerklichem Geschick machen. Das Ganze hier dann eingebaut und das Poti dann wirklich 1:1, wie hier oben. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut. Links, Mitte, rechts, braun, rot, orange. Braun, rot, orange angeschlossen. Und damit läuft dieses Poti. Wenn ich eher das rechts und links möchte, dann muss ich halt das obere Poti entsprechend genauso verkabeln. Ob ich jetzt braun und orange rechts, links mache, spielt keine Rolle. Wenn es falsch rum funktioniert, kann man es ja dann den Kanal auf den Reverse legen. Und dann läuft das ganz normal. Danach wieder alles schön sorgfältig zusammenbauen. Gucken, dass er keine Kabel einklemmt. Zum Montieren selbst vorsichtiger Einsatz von Heißkleber funktioniert eigentlich ganz gut.
könnt ihr den wieder schön zusammenschrauben und dann in Funktion setzen. Was das Ganze kurz macht und wie das funktioniert. Kurz hier mal auf dem Whiteboard aufgezeichnet. Ihr habt im Endeffekt einen Potentiometer. Auf der einen Seite hat er Plusversorgungsspannung, auf der anderen Seite hat er die Masse von eurer Batterie. Und wenn ihr den originalen Lever betätigt, dreht er einfach bloß von der Seite, wo er Plus auf die Signalleitung gibt, dreht ihr den rüber, wo er mehr Minus, also die 0 Volt eher auf die Signalleitung gibt. Dazu schließen wir parallel eigentlich, was Plus und Minus angeht, unseren Zusatz-Joystick an. Und da jetzt sollte fast leicht verständlich sein, wenn der eine hier, der Originale, wenn wir den auch angeschlossen ließen, hätte der 5 Volt, während mein Joystick zum Beispiel hier plus 0 Volt hat, kommt in Summe auf irgendwas 2,5 Volt raus, wenn man nicht gerade einen Kurzschluss baut. Und das wäre natürlich ein totales Blödsinnsignal, da könnt ihr den Weg nicht mehr ausnutzen. Von daher Plus und Minus kann man den hier unten auch versorgen und damit er ordentlich selbstständig funktioniert, muss halt diese originale Leitung gekappt werden. Das ist das Durchzwicken von dem mittleren Beinchen und der untere ist jetzt am Laufen und somit funktioniert das einfach. Wenn ihr später das Ganze wieder rückrüsten wollt oder so weiter, dann könnt ihr einfach den unteren hier wieder ausbauen, die obere Verbindung wieder herstellen, also das abgezwickte Beinchen dann wieder zusammenlöten und das war's. Denkbar wäre auch, dass man sich hier stattdessen einen Umschalter hinbaut, dass man die Signalleitung nimmt, die Signalleitung auch nimmt und die Originale lässt und hier dann umschalten kann, rechts oder links. Dann könnte man beides nutzen, aber ich sag mal, ich hatte mich entschieden, ich will nur noch den Joystick da unten fahren. Den originalen Lever da oben finde ich von der Position nicht ganz so gelungen. Von daher habe ich dann das komplett durchgezwickt und einfach nur so unten angelötet. So, wem das Ganze Spaß macht, lasst ein Like da und viel Spaß beim Basteln. So, noch ein kurzer Nachtrag. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Weil ich möchte einen selbstzentrierenden analogen Ausgangssignal haben. Der ist dann, wie man hier sieht, sobald ich loslasse, immer schön auf der Mitte. Ich habe ihn auf A2 gelegt hier. Das ist nur ein Beispiel. Das Ganze ist in dieser Art und Weise natürlich schön für zum Beispiel eine Allradlenkung, die selbstzentrierend ist, oder bei einer MOA die Vorne-Hinten-Verteilung geeignet. Falls irgendeiner die Idee haben sollte, diesen Drehregler ebenfalls nutzen zu wollen, den muss ich leider enttäuschen. Das ist wirklich nur ein Drehgeber, ein Encoder. Die Fernbedienung dort drin rafft nur, ob er rechts rum oder links rum gedreht wird. Das ist in keinster Weise mit einem Potentiometer wie hier vergleichbar. Von daher ist der hier leider nicht dazu geeignet, verkabelt zu werden auf so einen Joystick. Den kann man nur komplett mit seiner Technik da drinnen umlegen, weil es gibt auch nichts Vergleichbares zu kaufen. Also wer das Ding woanders hinlegen will, müsste wirklich die komplette innere Einheit irgendwo anders hinbauen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich sag mal, wer da Interesse dran hat an sowas, der muss dann selber mal rumtüfteln. Das wäre dann zu viel des Guten. Wer mehr analoge Kanäle braucht, muss dann wirklich ganz andere Wege gehen. Ich plane da was für die Zukunft mir zu bauen, für MOA, Allradlenkung, sonstiges, wo ich diesen Knüppel auf allen Achsen bewege, aber da brauchen wir eine ganz andere Basisfernbedienung. Das gibt's vielleicht später dann mal.